Hallo zusammen, wir verpassen heute so einer Peugeot Kaffeemühle einen neuen Holzsockel. Das erste Werkzeug wird eingespannt, ein Planfräser mit einem Durchmesser von 35 mm. Als nächstes wird der Schraubstock fixiert und das Rohteil eingesetzt. Schnittdaten gibt es keine, weil ich das alles mit dem Handrad mache, also völlig manuell. Das zweite Werkzeug, ein Schaftfräser, 2 Schneiden, 12 mm im Durchmesser. Bevor es losgeht, wollen wir mit dem 3D-Taster die Mitte ermitteln. Dafür gibt es in CNC Graph eine echt coole Funktion. Die Software fährt selbstständig die Oberfläche ab und ermittelt so die Mitte von dem Körper. Sowohl in X als auch in Y. Man kann hier kleine Späne sehen, die stören mich etwas und könnten das Ergebnis verfälschen, und deswegen machen wir das gleich nochmal. Ich wollte die Last auf dem Fräser reduzieren und habe deswegen erstmal so einen Kreis eingefräst und dann von Hand ein paar Bohrlöcher gesetzt. Aber ich muss sagen, das war völlig unnötig, das hätte der Fräser auch selbst gepackt. Ich glaube, das war absolute Zeitverschwendung. So, jetzt darf aber der Fräser, und wie man sieht, das macht er richtig gut. Ich muss sagen, die Schnittdaten sind einfach hervorragend. Hier kann man auch sehen, wie knapp das Ganze war. Also ich war die ganze Zeit am Nodas und habe wirklich gezittert. Und was macht man, wenn alles zu gut gelaufen ist? Ganz genau, man macht es kaputt. Ich habe der Maschine gesagt, fahr auf eine Position und vergessen, dass er sich auch in Z bewegen wird. Beim Rausfahren hat er den kompletten Würfel kaputt gemacht. Ich muss den komplett neu fertigen. Nun wollen wir noch die Kaffeebohne fräsen. Wie immer wird X, Y, Z definiert und dann kann es auch schon losgehen. Und so sieht der Würfel fertig aus. Das Ganze wird noch geschliffen und geölt, aber ich muss sagen, das sieht jetzt schon gut aus. Nun wollen wir noch an die Mühle gehen. Das Ganze wird ausgemessen und dann wird der Höhenreißer eingestellt und das Ganze angerissen. Das Gehäuse wird in einen Schraubstock gespannt und dann mit einer ganz normalen Bügelsäge abgetrennt. Abschließend, auch wieder von Hand, einfach nochmal schön geplant. Bevor es ans Epoxy geht, wollen wir noch diesen Würfel ölen. Das mache ich grundsätzlich mit Hartwachsöl, das lebensmittelecht ist.
Also ich finde, das kann sich sehen lassen. Den unten abgeschnittenen Teil wollte ich nicht wegwerfen, denn der sah einfach viel zu schön aus. Deswegen dachte ich, ich baue auch einen Sockel für dieses untere Stück. Und das mache ich aus so einem Reststück. Auch hier gibt es wieder keine Schnittdaten, weil ich das alles komplett von Hand mache. Ich muss sagen, das war doch viel mehr Arbeit, als ich dachte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich glaube ich doch die Finger gelassen. Nun wird wieder mit dem 3D-Taster die Mitte ermittelt. Und dann kann es auch schon losgehen. Als allererstes wird natürlich geplant. Anschließend die Innen- und dann noch die Außenkontur abgefahren. Ich wollte den Stücken noch eine persönliche Note verpassen, deswegen kriegen die noch so ein hübsches Branding. Kommen wir zum Epoxy. Ohne jetzt Werbung zu machen, muss ich sagen, ich verwende nur Epoxy von Apotex. Es ist wirklich gut. Ich kann es nur empfehlen. Gemischt wird es natürlich grammgenau mit einer Waage. Der untere Teil der Mühle wird mit ganz normalem Heißkleber fixiert. Der Würfel in der Mitte dient einfach nur zum Sparen vom Epoxy und wird später einfach mit einer Zange rausgezogen. Ich war mir nicht sicher, wie viel Epoxy ich benötige und ehrlich gesagt dachte ich, es wäre sogar zu wenig, aber ich habe mich geirrt, es war viel zu viel. Deswegen muss ich es einfach wieder so rausschöpfen. Nachdem ich fertig war, wurde das Ganze mit so einem Stein beschwert und konnte so aushärten. Der untere Teil ist auch schon ausgehärtet. Hier kam Epoxy mit schwarzer Farbe zum Einsatz. Der mittlere Würfel wurde auch schon rausgenommen. Nun wird es noch in den Schraubstock gespannt und ein Werkzeug eingesetzt. Wieder ein Schaftfräser, 2 Schneiden, 12 mm im Durchmesser. Nun wollen wir noch die Mitte definieren. Dafür gibt es in CNC Graph ein paar echt coole Funktionen. Ich nutze diese Kreismittelpunkt außen. Leider benötigt diese Software eine ebene Oberfläche, die habe ich leider nicht. Deswegen muss ich ein bisschen tricksen. Ich habe hier diese 100 mm eingetragen, damit er einfach schön sauber einmal das von beiden Seiten anfangen kann. X wurde definiert, doch leider musste ich es hier abbrechen, weil wie gesagt die Software eine ebene Oberfläche erwartet. Um den Mittelpunkt von Y zu definieren, benutze ich die Funktion Mitte Rechteck innen und fahre einfach die Backen vom Schraubstock an.
Z wurde definiert und dann kann es auch schon losgehen. Ich muss sagen, ich trickse hier ein bisschen. Ich lasse das Programm abfahren, fahre auf die Seite, fahre auf Z0, fahre einfach einen Millimeter tiefer, setze meinen neuen Z0 und lasse das Programm von vorne abfahren. Und das mache ich so lange, bis die Oberfläche einfach super plan ist. Nachdem das getan wurde, kann die Mitteltasche ausgefräst werden. Erstmal im Schrubb und dann im Schlichtgang. So gut das Ergebnis auch aussieht, ich muss sagen, die Späne waren statisch aufgeladen und die hingen einfach überall. Ich habe ewig gebraucht, bis die Maschine wieder einigermaßen sauber war. So sieht das Ergebnis aus. Ich muss sagen, das kann sich echt sehen lassen. Auch die Mitte wurde sehr gut getroffen, die Abstände sind relativ gleich und also ich bin sehr zufrieden. Und abschließend bekommt das Stück noch eine hübsche Phase. Das Stück wird noch geölt und sieht dann so aus. Ich muss sagen, Wahnsinn. Also, dass es so schön wird, hätte ich echt nicht gedacht. Ich bin total begeistert. So sieht das fertig aus. Und bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Ja, der Fusion-Teil. Ich will jetzt keine Wissenschaft draus machen. Immerhin ist es nur ein Würfel mit einer kreisrunden Aussparsung. Deswegen schauen wir uns nur ganz kurz die Schnittdaten an und machen dann gleich weiter. Wir starten wie immer mit einem Setup. Ich richte es mir gleich so aus, wie es auf meiner Maschine ist. Man kann hier sehen, relative Quadergröße 000, man kann sehen 80, 80, 80 und mein Mittelpunkt ist hier in der Mitte. Also wirklich nichts Wildes. Schauen uns die Tasche an. Hier mit diesem 12 mm Schaftfräser, Zweischneider. Das waren die Schnittdaten. Natürlich als Endgeometrie ganz unten. Und dann hier minus 64 mm. Man hat gesehen, wie knapp das Ganze war. Und hier die Tiefenschnitte 3 mm. Das fand ich ganz gut. Hier Aufmaß 0,5 mm. Das einfach hier von der Wand weg bleibt als Schrubbdurchgang. Und hier habe ich nichts verändert, bis auf dieser Rampensicherheitshöhe. Da musste ich auf 0 gehen. Ich habe ja gesagt, Z0 war, zeig mal, genau hier. Also mein Maschinen Z0 war, ich meine, 0,2 mm über dem Werkstück Nullpunkt. Deswegen konnte ich hier keine Sicherheitshöhe, hier keinen Sicherheitsabstand. Und auch hier, man kann sehen, 0, 0, 0, 0. Das war eine verdammt knappe Geschichte. Okay, genau, das habe ich verändert. Ich glaube, denn die Rampe habe ich von 2 auf 5 Grad erhöht. Kann ja ein bisschen schneller eintauchen. Aber es waren eigentlich ganz gute Schnittdaten. So, das Ganze dupliziert, aber als, ach so Quatsch, nee, nur neue Kontur erstellt. Also keine Tasche mehr. Und dann einfach gesagt, Tiefenschnitte 5 mm. Hier bei den Höhen ähnlich. Ist ja klar, die Höhe hat sich ja nicht verändert, es war immer noch so knapp. Und auch hier den Sicherheitsabstand auf 0 reduziert. Und so sah das dann aus. Dann wurde ja der Würfel so und so umgedreht. Ein neues Setup. Hier kann man sehen, XY. Und dann eine kleine
Gravieroperation. Hier kann man sehen mit so einem Razor Point von Socialtech. Genau, eine Flanke hat 22,5 Grad, also in Summe 45. Das waren meine Schnittdaten. Ich fand die gut, also da gab es nichts zu meckern, die waren sehr gut. Ausgewählte Kontur, -5. Also ich meine, ich bin tiefer eingetaucht, als ich es hier in der Konstruktion gemacht habe. Genau, hier sieht man nur 2 mm. Und ich habe gesagt, er soll 5 mm eintauchen dürfen, wohlgemerkt. Genau, ausgewählte Kontur. Deswegen, also ich sag's nochmal, er darf zwar tiefer eintauchen, aber wenn das die Gravur nicht zulässt, wie hier, der Gravierstichel wird natürlich gerne tiefer eintauchen. Kann es aber nicht, weil die Wände jetzt schon anstoßen. Deswegen ist das immer so eine Sache bei diesen Parametern hier, muss man das eher als, naja, du darfst so tief eintauchen, wenn du kannst, betrachten. Ansonsten gibt es hier nichts mehr zu beachten. Genau, alles war wirklich sehr, sehr einfach. Ich glaube, der handwerkliche Aufwand war viel größer als jetzt der CNC-Teil. Okay, schauen wir uns noch den Sockel an. Ne, ich meinte den hier. Zuerst geplant. Vielleicht zeige ich es erst mal, um was es eigentlich geht. Hier um diesen Sockel. Natürlich wieder ein Setup. Und hier habe ich gesagt, in der Mitte, genau in der Mitte von diesem Klotz ist mein Nullpunkt. Wir richten es wieder korrekt aus. Aber unten, dann wurde geplant. Man kann sehen, schon ein bisschen tiefer als eigentlich erlaubt. Da habe ich aber arg getrickst, muss ich sagen. Ich habe mir da wirklich wenig Mühe gegeben, um zu gucken, dass es wirklich deckungsgleich ist. Also Rohteil mit dem fertigen Teil. Ich habe einfach geguckt, dass es eigentlich ja, einfach läuft. Dann eine kleine Kontur. Kann man auch sehen. Es hat nicht ganz so, ich glaube, ich habe Anpassungen vorgenommen. Normalerweise geht man in die Konstruktion, passt das alles an, damit es immer wieder stimmt. Ja, hier habe ich es mehr so Freestyle-mäßig gemacht. Okay. Immer weiter reduziert, schon so die Kontur 1,2 mal an. Das ist der Dreischneider von Wooden Science. Ich meine, ich habe die Schnittdaten, genau. Excel Hartholz. Ich habe wohl irgendwas verändert, deswegen springt er ja dann aus der Vorgabe. Schauen wir uns das gerade mal an. Also man wählt hier diese Kontur aus. Dann Rohteilaufmaß 5 mm. Und hier habe ich eigentlich nichts verändert, genau. Und das sind hier diese 5 mm. Das heißt, dieses näher rantasten mache ich immer manuell. Man hätte ja auch so eine Tasche auswählen können, sagen können, mach mir diese Fläche. Ich fand das so irgendwie geschickter und schneller. Weil bei der Tasche hat man das Problem, dass wenn er hier immer näher zur Ecke kommt, dass er immer so ganz kleine Bewegungen macht. Und das geht auf die Zeit. Und ich habe da nur ganz wenig Zeit gehabt und deswegen habe ich das so gemacht. So macht er einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bahnen und war schon durch. Man hat ja im Video gesehen, das ging wirklich sehr, sehr schnell. Gucken wir uns noch das Finish an. Genau, also hier rote Unterkante, genau. Nur das Rohteilaufmaß weggenommen, ansonsten ist es völlig identisch. Okay, zum Schluss kommt diese Außenkontur. Der gleiche Fräser, unverändert von Wooden Science, also der ist wirklich sehr, sehr gut von Mike. Die Schnittdaten waren auch sehr gut, haben mir sehr gut gefallen. Als Endhöhe sage ich 1,5 mm bleibt mir weg, damit du nicht in meinen Raster-Vakuumtisch reinfährst. Ist vielleicht ein bisschen viel, ja, ich glaube 1 mm hätte es auch getan. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. 3 mm, ja, hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber das war schon so in Ordnung. Und Rohteilaufmaß 1 mm. Also minus 1 mm. Ich meine, dass da zuerst 0 stand. Genau. Und dann hat er diese Wand nur ganz leicht angekratzt. Deswegen bin ich dann nochmal zur Fusion und habe gesagt, okay, verkleiner es mir einfach um 1 mm, weil es nicht ganz gereicht hat mit der Wand. Also deswegen kann man auch sehen, normalerweise ist ja der grüne Körper der fertige Körper. Und hier kann man sehen, hier stimmt ja fast gar nichts mehr. So sieht es halt aus, wenn man Gas gibt und wie gesagt so Freestyle-mäßig macht. Okay.
Dann kommen wir jetzt zu dem Sockel. Da möchte ich euch was zeigen. Das ist die ganze Konstruktion. Eine Skizze mit 2 Kreisen. Das war's. Ich musste selber ein bisschen schmunzeln. Aber so kann es auch gehen. Wenn man sich das alles im Kopf vorstellen kann, was er hier so machen soll, dann braucht man eigentlich nicht mehr. Da merkt man eigentlich, wie simpel das auch alles ist. Ein Setup erstellt, gesagt 000, als wenn es keine Z-Höhe geben würde. Das hier habe ich einfach ausgemessen von diesem Peugeot, von dieser Mühle. Und ja, so für mich bestimmt, dass ich in etwa diesen Innendurchmesser haben möchte. Eine Planoperation aufgerufen mit diesem 12 mm Fräser. Es kam eigentlich nur dieser Fräser in Frage wegen der Länge. Da kam fast kein anderer Fräser in Frage. Aber hat ja sehr gut funktioniert. Das sind wieder meine Schnittdaten. Als Geometrie kann man ja eigentlich fast nichts auswählen beim Planen. Endhöhe habe ich gesagt -1. Und da habe ich Z immer weiter angepasst. Ich bin aber wieder auf Z0 gefahren und habe so mein Z0, also den Maschinen Z0, immer weiter gefaked, immer weiter nach unten, bis es in etwa gepasst hat. So, dann habe ich gesagt, hier, Rohteilversatz 10 mm. Also einfach von diesem Quadrat machst du mir überall 10 mm dazu und das planst du mir ab. Okay, als es also in der Hardware fertig war, also real fertig war, habe ich es ausgemessen und festgestellt, ich kann 29 mm runterfahren. Z0 sauber auf der Oberfläche angetastet, hier einfach -29 mm eingetragen, als Geometrie das hier. Hier muss man ein bisschen aufpassen, er hat mir zuerst das hier ausgewählt und dann wäre es das gewesen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Schnittdaten wie vorher, also habe ich nichts verändert. Und hier Tiefenschnitte 4 mm, das war auch sehr gut. 0,5 mm stehen lassen für den Schlichtdurchgang später. Auch das war sehr, sehr gut. Was ich verändert habe, war wieder das hier, die Rampensicherheitshöhe. Wie ihr wisst, dann kreist er nicht ganz so viel in der Luft herum und es war einfach etwas effektiver. Das Ganze dupliziert. Und 4 mm, ne, das ist Quatsch, was ich jetzt sage. Ich weiß gar nicht, wieso es zweimal ist. Das ist Quatsch. Das hier natürlich, das kann man sogar löschen. Das macht auch keinen Sinn. Genau. Und zum Schluss noch so eine Kontur. Als Geometrie habe ich wieder natürlich das angewählt. Mehr gibt es ja eigentlich nicht, außer diesen 2 Kreisen. Als Endhöhe 29 mm. Denn XYZ hat sich ja nicht verändert. Tiefenschnitte 4 mm. Und hier habe ich nichts verändert tatsächlich. So sieht es dann aus. Der taucht ein, fährt die Wand einmal ab und schlichtet das Ganze. Also das ging wirklich, wirklich schnell. Das war verdammt schnell programmiert. Da, ja, ich glaube, der handwerkliche Aufwand war hier, wie gesagt, sehr, sehr hoch. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Sieht ja richtig cool aus. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Hier kann man sehen, wie ich die Maschine sauber mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.